Ja, Seeds of Sweat steht für mich so ein bisschen für den Kampf aller Flinterpersonen, das Leben frei und mit Liebe leben zu können. Sweat ist ja auch so, das ist so harte Arbeit und aber auch Lust und irgendwie kann auch was Ekliges haben, aber auch was sehr Leidenschaftliches. Deswegen passt das eigentlich perfekt zu diesem Projekt. Welche Texte ich auswähle, passiert auf der einen Seite intuitiv, ähm, an welchen Texten ich so kleben bleibe, mit welchen Texten ich resoniere oder die mich inspirieren. Ich habe schon aktiv auch recherchiert, weil es mir auch ein totales Anliegen ist, verschiedene Perspektiven damit einzubringen oder mit drin zu haben. Also dass es eben nicht nur eine westeuropäische weiße Perspektive ist, sondern eben global betrachtet und eben auch aus verschiedenen Zeiten von verschiedenen Flinterpersonen. Genau. Es sind Texte von zeitgenössischen Künstlerinnen, zum Beispiel von Koleka Potuma, das ist eine Aktivistin aus Südafrika, von Trinh Thien Minh Ha aus Vietnam, Angelina Tashia Akawa aus Namibia und Bear Anena aus Uganda zum Beispiel. Du hast auch einen Text in Auftrag gegeben oder mehrere vielleicht bei Ulla Martin Ellis. Hast du Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, wie dann der Prozess so abläuft? Gibst du ihr nur ein Thema vor oder? Ich habe mit Ursula Martin Ellis schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Sie hat auch ein paar Texte von mir übersetzt und auch schon andere Texte für eine Komposition für Chor zum Beispiel auch schon geschrieben. Und ich mag ihren Schreibstil einfach total gern. Und ich habe sie gebeten, was zu schreiben, ja, über Frauenfreundschaften eigentlich. Das war so die Ansage und mehr war es dann gar nicht. Und dann hat sie irgendwie eben diesen Text geliefert. Ja. Mir fällt es jetzt schwer, Namen zu nennen für dieses Projekt, weil das dann direkt in so eine Richtung einschlägt. Ich habe eher tatsächlich, wusste ich dann irgendwann, mit welchen MusikerInnen ich das Projekt machen möchte. Und ich habe mir einfach super viel von denen allen angehört, was die alles so gemacht haben. Und das war in der Zeit eine riesen Inspiration für mich. Und also ich sehe das jetzt für mich gar nicht so, dass ich jetzt da auch anfange zu singen unbedingt. Das ist eher eine Farbe, die ich total schön finde, mit drin zu haben. Und ich bin auch froh, dass die alle, also die ganze Band so offen ist, das auszuprobieren und auch da irgendwie reinzugucken und reinzugehen. Und ja, so mit Mikrofon und so, es war tatsächlich das erste Mal für mich. Voll spannend. Ja. Den Robert Lukacu und die Shannon Barnett kenne ich schon ziemlich lang. Mit denen hab ich auch schon viel gespielt und da wusste ich schon, okay, die will ich auf jeden Fall dabei haben. Und Keisuke Matsuno, also wir haben auch in verschiedenen Bands und Kombinationen zusammengespielt und diesen Sound habe ich irgendwie auch gehört, den wollte ich auch mit dabei haben. Und Lynn Cassiers und Kirsten Osgood kannte ich persönlich vorher noch gar nicht, aber war schon irgendwie Fan von beiden. Und also die, die Stimmung, die Lynn erzeugen kann mit ihrer Stimme und auch wie sie Effekte nutzt mit ihrer Stimme zusammen, finde ich einfach so bereichernd und bezaubernd. Und also das habe ich so total gehört in diesem Zusammenhang. Und Kirsten bringt halt auch so eine ganz spezielle Art von Energie mit, auch ein bisschen was Humorvolleres an manchen Stellen, was dem auch total gut tut, finde ich. Und ja, also es ist voll, voll der Traum, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Ja, also das Nika-Programm hat überhaupt das Projekt ermöglicht. Wahrscheinlich hätte das sonst noch viel länger gedauert, bis ich das alles konzeptuell durchdacht hätte und so. Aber jetzt durch die Kooperation mit der Jazz Week und Nika gab es halt die Möglichkeit, ähm, von diesen Terminen irgendwie zu realisieren.
Und eben durch Nika ist es halt dann plötzlich möglich, Tage zu proben mit denen und ja, die Leute zu bezahlen und also ne, so diese ganzen Sachen, die eigentlich normal sein sollten, aber die ja oft in unserem Alltag nicht so gegeben sind und normal sind, werden halt dann plötzlich möglich und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und das war ja auch ein Kompositionsauftrag. Ich habe ja quasi durch Nika einen Auftrag bekommen, das neue Programm zu komponieren und konnte mir eben dementsprechend auch die Kapazitäten nehmen und die Zeit nehmen und die Energie, um das wirklich zu entwickeln und ja. Ich kann mir volle keiner vorstellen, mit diesem Projekt ins Studio zu gehen. Also, das war jetzt die Premiere und weiter habe ich jetzt erstmal noch gar nicht gedacht. Ne, man will ja erstmal abwarten, wie geht das auf und so weiter. Das ist ja schon sehr aufregend gewesen und jetzt mal gucken. Also, das Ziel ist auf jeden Fall irgendwie das weiterzuführen, ein paar mehr Konzerte zu spielen, irgendwann ins Studio zu gehen. Ja. Also wenn ich jetzt dieses Projekt weiterdenke, wäre es tatsächlich schön, mit einer visuellen Komponente noch zusammenzuarbeiten. Mit einer Person, die visuell die AutorInnen irgendwie integriert in das Projekt. Durch was auch immer. Also das wäre so Next Step irgendwie. Ja. Ja, also es klingt jetzt super cheesy, ne, aber ich bin echt total dankbar und happy und froh, Teil dieser Szene und Teil dieser Community zu sein. Das ist einfach richtig schön und irgendwie sehr familiär und also obwohl es natürlich auch Missstände in der Szene gibt, aber es ist trotzdem eine Art Safe Space geworden und es ist einfach eine tolle Community und es ist mega geil, dass es dieses Festival gibt von der Szene für die Szene. So. Ja. Kolle! Woo! Danke!